Willkommen zu diesem Video der Man Scout Academy zum Thema Ängste und wie du Ängste positiv nutzen kannst von und mit Mike Malak. Stell dir vor, in einer Welt, die so reich an Widersprüchen und Rätseln ist, taucht ein Denker auf, der sich traut, tief in die Abgründe des menschlichen Daseins zu blicken. Dieser mutige Entdecker ist niemand Geringeres als Søren Kierkegaard, ein dänischer Philosoph, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Konventionen zu hinterfragen und uns herauszufordern, die Welt und damit uns selbst in einem neuen Licht zu sehen. Als derjenige, der oft als Vater des Existenzialismus gefeiert wird, taucht Kierkegaard in Themen ein, die uns alle betreffen: Freiheit, Entscheidung, das wahre Selbstentdecken und natürlich die Angst. Existenzialismus, dieser spannende Wirbelwind einer philosophischen Bewegung, zu der man Größen wie Nietzsche und Dostojewski zählt, dreht sich um die Essenz unserer Existenz, die Freiheit der Wahl und die Last der Verantwortung, die damit einhergeht. Und mitten in diesem Wirbel steht Kierkegaard, der mit seinem bahnbrechenden Werk Der Begriff Angst den Nerv der Zeit trifft. Aber wer war dieser Mann, der es wagte, so tief zu graben? Und was genau wollte er uns mit auf den Lebensweg geben? Geboren im Jahr 1813 in Kopenhagen, als das jüngste von 7 Kindern einer wohlhabenden Familie, wurde Kierkegaard schon früh in die Welt des Denkens eingeführt. Dank eines philosophiebegeisterten Vaters wuchs er umgeben von Diskussionen und Lesungen auf. Doch trotz seines akademischen Hintergrunds in Philosophie und Theologie fand er die gelehrten Werke seiner Zeit oft zu abgehoben und realitätsfern. Was ich wirklich tun muss, so seine Überzeugung, ist herauszufinden, was ich tun soll, nicht was ich wissen muss. Spannenderweise hat Kierkegaard damit ein Diktum speziell für Männer erstellt, die mit Ängsten und Depression kämpfen. Kierkegaard hatte ein Geheimrezept speziell für Männer auf Lager, die sich in den Fängen von Ängsten und düsteren Gedanken verirren. Ganz nach dem Motto „Männer sind von Mars, Frauen von Venus“ spricht Kierkegaard eine spannende Wahrheit an. Während das endlose Zerlegen von Problemen in Gesprächen für manche wie ein Schlüssel zur Lösung wirken mag, und hier scheinen Frauen oft die Nase vorn zu haben, indem sie im Gespräch Trost und Antworten finden, brauchen Männer oft einen anderen Ansatz. Männer sind Wesen der Tat. Sie sehnen sich danach, in Bewegung zu kommen, aktiv zu werden. Es liegt in ihrer Natur, nicht nur zu reden, sondern zu handeln. In einer Welt, in der Therapieansätze oft mit Blick auf die weibliche Neigung zum Gespräch gestaltet sind, immerhin bilden Frauen den Großteil der Klientel in Therapiepraxen, finden Männer sich manchmal außen vor. Doch Kierkegaard mit seinem scharfen Blick für die menschliche Psyche hat dieses Muster durchschaut und spricht damit eine Wahrheit an, die zeigt, wie unterschiedlich die Wege sein können, die uns aus unseren inneren Kämpfen herausführen. Die tragischen Verluste in seiner Familie prägten ihn und seine Sicht auf die Welt. Früh lernte er, dass das Leben unvorhersehbar und voller Unsicherheiten ist. Diese Erkenntnis trieb ihn an, in einem beeindruckenden Tempo zu schreiben und ein Werk nach dem anderen zu veröffentlichen, bis er 1855 geplagt von gesundheitlichen Problemen von uns ging. Kierkegaards Faszination für die Angst ist besonders bemerkenswert. Er sieht sie nicht als eine Störung, sondern als eine grundlegende, existenzielle Erfahrung. Diese Angst, erklärt er, ist die Reaktion auf die ungeheure Freiheit und Verantwortung, die wir tragen, immer balancierend am Rande unendlicher Möglichkeiten. Kierkegaard nennt es den Schwindel der Freiheit, dieses Zittern vor der ungeheuren Offenheit des Lebens und der eigenen Rolle darin. Es ist, als befänden wir uns stets auf einer schwankenden Brücke zwischen der Vergangenheit
und der Zukunft, ausgestattet mit einem Kompass, der nur die Richtungen anzeigt, aber keine Entfernungen oder Ziele, einem Rucksack voller Werkzeuge, deren Gebrauchsanweisungen fehlen, und einer Taschenlampe, die nur ein schwaches Licht wirft. Es gibt kein Geländer, keinen Rückweg und keine Karte, die uns den sicheren Pfad weist. Wir sind gezwungen, auf dieser Brücke durch den dichten Nebel des Lebens zu gehen, der unsere Sicht trübt und uns nur erahnen lässt, was vor uns liegt. Wir hoffen inständig, dass mit jedem Schritt, den wir wagen, der Nebel sich etwas lichtet und uns Klarheit über unseren Weg gibt, aber die Unsicherheit und das Unbekannte bleiben unsere ständigen Begleiter, eine unveränderliche Realität unseres Daseins. Er argumentiert, dass die Angst, so lähmend sie auch sein mag, ein notwendiger Teil des Lebens ist. Sie ist ein Katalysator für Wachstum, für das Erreichen eines erfüllten Lebens. Die Angst anzuerkennen und sich ihr zu stellen, ist der erste Schritt, um wirklich zu leben. In den Worten Kierkegaards: Angst ist der Schwindel der Freiheit. Statt uns von Angst lähmen zu lassen, ermutigt Kierkegaard uns, Leidenschaften zu verfolgen, seien es die Liebe, kreative Projekte, Familie, persönliches Wachstum oder Glauben. Diese Leidenschaften sollen auf subjektiven Wahrheiten basieren, auf Überzeugungen, die wir tief in uns tragen, für die wir bereit sind zu leben und zu sterben. Kierkegaard warnt auch vor den Fallen der Konformität und des Eskapismus. Er betont die Wichtigkeit, sich der Angst und der Verantwortung des eigenen Daseins zu stellen. Ein unverwirklichtes Selbst, warnt er, führt zu Verzweiflung, einem Zustand, den zu erleben schlimmer ist als jegliche Angst. Seine Botschaft ist klar: Wir müssen die Angst als integralen Bestandteil unserer Existenz akzeptieren und sie als Ansporn nutzen, uns mutig in das Unbekannte zu wagen. Durch das bewusste Erleben von Angst, argumentiert Kierkegaard, finden wir einen Weg zu wahrer Selbstfindung und Sinnhaftigkeit. Wie eine Landkarte, die uns durch das Dickicht unserer Existenz führt, bietet Kierkegaards Philosophie Orientierung in einer Welt, die oft verwirrend und überwältigend erscheint. Er lehrt uns, dass im Herzen der Angst die Möglichkeit zur Transformation liegt. In der Auseinandersetzung mit unserer Angst entdecken wir die Leidenschaften und Wahrheiten, die unser Leben leiten können. Kierkegaard sieht die Bewältigung von Angst nicht als eine Flucht vor ihr, sondern als eine Annahme ihrer Existenz. Er schlägt den Glauben als ein Mittel vor, um mit Angst umzugehen. Ein Sprung ins Unbekannte, der uns ermöglicht, trotz Unsicherheit zu handeln und unser persönliches Potenzial zu entfalten. Doch Kierkegaard beschränkt sich nicht auf religiösen Glauben. Seine Überlegungen zur Angst und zur menschlichen Existenz bieten Raum für individuelle Interpretationen und Anwendungen. Ob es darum geht, eine Karriere zu wählen, eine Beziehung einzugehen oder einem Hobby nachzugehen, die Konfrontation mit der Angst ist ein Schritt hin zur Selbstverwirklichung. Seine Lehren fordern uns heraus, das Konzept der Angst neu zu bewerten. Angst, so zeigt er, ist nicht nur ein Hindernis, sondern auch eine Quelle der Stärke. Sie zwingt uns, uns unseren tiefsten Ängsten zu stellen und gibt uns die Chance, darüber hinauszuwachsen. In den Worten des modernen Psychoanalytikers James Hollis: Angst ist der Preis für die Eintrittskarte ins Leben. Intrapsychische Depression ist das Nebenprodukt der Weigerung, an Bord zu gehen. Je länger wir den Ängsten in unserem Leben Macht einräumen, desto länger sind wir geschwächt, desto länger haben Ängste Zeit, uns mehr und mehr zu unterwerfen. Kierkegaards Werk eröffnet auch interessante Perspektiven für die moderne Psychologie. Die Betrachtung von Angst als emotionalen Zustand und als Prozess, der zur Selbstentwicklung beiträgt, bietet wertvolle Einblicke in die menschliche Natur. Die Verbindung zwischen Angst, Freiheit und persönlicher Identität, die er herstellt,
wirft Licht auf die Komplexität menschlichen Verhaltens- und Entscheidungsfindungsprozesse. Durch die Linse Kierkegaards betrachtet wird deutlich, dass Angst nicht nur eine zu bekämpfende Emotion ist, sondern auch ein Wegweiser zu tieferem Verständnis und Wachstum. Seine Ideen ermutigen uns, über traditionelle Angstbewältigungsstrategien hinauszudenken und stattdessen Angst als einen integralen Bestandteil unserer Suche nach Bedeutung zu begreifen. Das Erstaunliche an Kierkegaard ist, dass seine Gedanken, obwohl sie aus einer anderen Zeit stammen, heute genauso relevant sind wie damals. In einer Welt, die von Unsicherheit und Veränderung geprägt ist, bietet seine Philosophie eine zeitlose Weisheit. So steht Kierkegaard als Leuchtturm in der turbulenten See des Lebens, der uns daran erinnert, dass Angst und Unsicherheit zwar unvermeidliche Begleiter sind, aber auch die Schlüssel zu einem authentischen und erfüllten Dasein. Zusammengefasst lehrt uns Kierkegaard, dass wir, um wahrhaft zu leben, die Angst nicht als Feind betrachten dürfen. Stattdessen sollten wir sie als eine Einladung verstehen, mutig das Unbekannte zu erforschen und uns selbst in diesem Prozess zu entdecken. Es ist eine Aufforderung, das Leben in all seinen Facetten zu umarmen, mit all seinen Höhen und Tiefen, seinen Herausforderungen und seinen Freuden. In einer Welt, die oft nach einfachen Antworten sucht, erinnert uns Kierkegaard daran, dass die tiefsten Einsichten oft in der Auseinandersetzung mit den komplexesten Fragen liegen. Seine Philosophie der Angst lädt uns ein, unseren eigenen Weg zu finden, ihn mutig zu gehen und dabei die Schönheit und die Tiefe des Lebens in all seinen unvorhersehbaren Wendungen zu entdecken. Besonders heutzutage wird Angst oft als etwas Falsches und Negatives angesehen, eine Schwäche oder eine Krankheit. Doch Angst ist wohl ein grundlegender Bestandteil, der in der Erfahrung des menschlichen Bewusstseins verwurzelt ist. Zu fühlen und zu denken bedeutet, ängstlich zu sein. Statt Homo sapiens würde sich für uns Menschen auch die Bezeichnung Homo formidolosus eignen. Formidolosus kommt von formido, was große Furcht oder Schrecken bedeutet. Homo formidolosus würde somit einen Menschen bezeichnen, der von großer Angst oder gar Panik beherrscht wird. Und wie könnten wir nicht in Furcht leben? Es ist eine natürliche Reaktion auf eine intensiv beunruhigende, verwirrende und unsichere Existenz, in die wir eine ungebetene Rolle spielen. Und je mehr Entscheidungsmöglichkeiten wir in der modernen Welt erlangen, umso mehr Gründe haben wir nur, uns zu sorgen und über mehr Wege nachzudenken, wie wir hoffen können, sie zu beruhigen, sowie über mehr Wege, uns verantwortlich zu fühlen, wenn wir es unweigerlich nicht tun. Aber wir müssen, wie Kierkegaard vorschlug, unser Bestes tun, um zu lernen, wie man mit ihr lebt und durch sie hindurchgeht, um vorwärts in das Unbekannte zu gehen und unsere Sprünge des Glaubens in das zu machen, was wir wirklich und persönlich glauben, dass es alles wert macht, dafür zu leben und zu sterben. Wir dürfen Ängste nicht kategorisch als schlecht oder als Bedrohung ansehen, denn durch diese Einstufung erst werden sie zum lähmenden Problem. Würde man sich in ein Leben zurückziehen, in welchem es keine Angst mehr gäbe, lebte man ein Leben des völligen Stillstands. Veränderungen sind Teil des Lebens. Das Leben ist Veränderung. Veränderung bedeutet, sich auf das Unbekannte einzulassen, es zu erforschen, es zu beherrschen. Dies bringt immer wieder auch Ängste mit sich. Weil Veränderung und somit das Unbekannte nicht aufhaltbar ist, haben wir keine Wahl. Wir müssen die Angst vor dem Unbekannten als Herausforderung annehmen. Dadurch allein können wir uns weiterentwickeln. Und so, während wir auf unserer eigenen schwankenden Brücke durch das Leben navigieren, kann Kierkegaards Stimme eine Quelle der Inspiration und des Mutes sein.
Ängste sind unverzichtbarer und unvermeidlicher Teil des Lebens, aber sie sind in sich keine Bedrohung, wenn wir sie richtig verstehen und richtig nutzen. Machen wir also das Beste aus unseren Ängsten. So, und das war das Man Scout Academy Video Ängste und wie du Ängste positiv nutzen kannst. Wenn dir dieses Video nützliche Informationen gegeben hat, wäre es schön, wenn du ein Like vergeben würdest. Und wenn du diesem Kanal folgst, erhältst du automatisch Nachricht, sobald wir neue Videos hochladen. Um uns Fragen zu diesem Thema zu stellen oder um mehr über unsere Angebote zu erfahren, etwa zum Thema Angstbewältigung oder Bewältigung von Depressionen und vielen weiteren wichtigen Bereichen, besuche doch unsere Website http://manscout.academy. Du findest den Link auch in der Beschreibungsbox dieses Videos. Wir freuen uns auf deinen Besuch und deine Nachricht. Bis auf bald und liebe Grüße.